Chopin, ein Leben in Musik. Kapitel 1 – Das Kind aus Zelazowa Wola. Stell dir ein kleines Dorf vor, nicht weit von Warschau entfernt. Es gibt nicht viel dort, ein paar Häuser, Felder und ein Herrenhaus. An einem Frühlingstag, dem 1. März 1810, wird in diesem Herrenhaus ein Junge geboren. Er bekommt den Namen Fryderyk Franciszek. Später, wenn er in Frankreich lebt, wird man ihn Frédéric François nennen. Sein Vater ist Franzose, nach Polen ausgewandert. Seine Mutter ist Polin. Die Mutter liebt die Musik, sie spielt Klavier und singt. Der Vater spielt Geige und Flöte. Der kleine Fryderyk sitzt oft daneben und hört zu. Mit 4 Jahren schon versucht er, auf dem Klavier nachzuspielen. Was er gehört hat. Mit 6 kann er schon mehr als die meisten Erwachsenen. Seine erste Lehrerin ist die Mutter. Aber bald merken alle: Dieses Kind braucht einen richtigen Unterricht. Ein älterer Herr namens Wojciech ZYWNY übernimmt die Aufgabe. Er ist ein freundlicher Mann, der den Jungen nicht zum Üben zwingt, sondern ihm die Freude an der Musik zeigt. Fryderyk liebt ihn dafür. Mit 7 Jahren komponiert er seine ersten Stücke, 2 Polonesen. Die Polonaise ist ein polnischer Tanz, stolz und feierlich. Dass ein 7-jähriger Junge so etwas schreibt, ist fast ein Wunder. Die Warschauer Zeitungen schreiben über ihn. Die Adligen laden ihn ein, in ihren Palästen zu spielen. Man nennt ihn bald den zweiten Mozart. Kapitel 2 – Der junge Künstler in Warschau. Als Fryderyk 13 ist, stirbt seine kleine Schwester Emilia. Sie war erst 14. Und sie hatte die gleiche Krankheit, die später auch ihn holen wird: Schwindsucht, Tuberkulose. Die Familie trauert, aber das Leben muss weitergehen. Fryderyk geht aufs Gymnasium und studiert gleichzeitig am Konservatorium. Sein Lehrer dort ist Josef Elsner, ein erfahrener Komponist. Elsner erkennt sofort, was für einen Schüler er da hat. Er schreibt später in sein Zeugnis: Chopin, außergewöhnliches Talent, musikalisches Genie. In den Sommerferien fährt Chopin oft aufs Land, zu Freunden der Familie. Dort hört er zum ersten Mal richtige polnische Volksmusik. Die Bauern tanzen Mazurka, einen lebhaften Tanz im Dreiertakt. Fryderyk saugt alles auf. Die Melodien, die Rhythmen, die Art, wie die Geigen klingen. All das wird später in seiner Musik wiederkehren. Er vergisst nichts. Mit 18 reist er nach Wien, die große Musikstadt. Dort spielt er sein Klavierkonzert. Und das Publikum ist begeistert. Die Zeitungen schreiben: Er spiele mit der zartesten Berührung, die man sich vorstellen kann. Es ist sein erster großer Erfolg im Ausland. Er denkt, jetzt geht es los. Kapitel 3 – Der Abschied von der Heimat. Im November 1830 ist Chopin 20 Jahre alt. Er plant eine längere Konzertreise nach Wien. Und vielleicht weiter nach Italien oder Frankreich. Seine Freunde kommen zusammen, um Abschied zu feiern. Sie schenken ihm einen silbernen Becher, gefüllt mit polnischer Erde. Mögest du nie vergessen, woher du kommst, sagen sie. Chopin nimmt den Becher. Und in seinen Augen stehen Tränen. Er wird ihn sein ganzes Leben lang aufbewahren. Kaum ist er weg, bricht in Warschau ein Aufstand aus. Die Polen erheben sich gegen die russische Herrschaft. Sie wollen frei sein. Chopin ist in Wien und weiß nicht, was er tun soll. Soll er zurück? Soll er helfen? Seine Freunde schreiben ihm: Komm nicht zurück. Du kannst hier nichts ausrichten. Du bist ein Musiker, was du tun musst. Also bleibt er. Aber sein Herz blutet. Im September 1831, auf dem Weg nach Paris,
Erreicht ihn in Stuttgart die Nachricht. Der Aufstand ist niedergeschlagen. Warschau ist gefallen. Russische Soldaten haben die Stadt erobert. Tausende sind tot, viele werden nach Sibirien verschleppt. Chopin sitzt in seinem Zimmer und weint. Er schreibt in sein Tagebuch. Die Vorstadt ist zerstört, verbrannt. Oh Gott, bist du da? Du bist da und rächst dich nicht? Haben die Russen noch nicht genug? In dieser Nacht, sagt man, entsteht die Revolutionsetüde. Ein Stück voller Wut und Schmerz. Die linke Hand rast auf und ab wie ein Sturm. Die rechte schreit in höchster Not. Wer es hört, spürt die Verzweiflung eines jungen Mannes, der seine Heimat verloren hat. Er wird nie wieder nach Polen zurückkehren. Der silberne Becher mit der polnischen Erde bleibt seine einzige Verbindung zur Heimat. Kapitel 4 – Ankunft in Paris. Paris ist 1831 die Hauptstadt der Romantik. Hier leben Künstler, Dichter, Musiker aus ganz Europa. Chopin kommt an mit nichts als seinem Talent und ein paar Empfehlungsbriefen. Er hat fast kein Geld, er kennt niemanden. Aber das genügt. Er trifft die richtigen Leute. Einer der wichtigsten ist ein anderer junger Pianist. Ein Ungar mit wilden Haaren und einer noch wilderen Technik, Franz Liszt. Die beiden werden Freunde, obwohl sie so verschieden sind. Liszt ist der Virtuose, der das Publikum mitreißt. Er spielt laut, schnell, spektakulär. Chopin ist der Dichter am Klavier. Er liebt die leisen, zarten Töne. Liszt bewundert ihn dafür. Einmal sagt er: Chopin ist der größte Meister, den die Welt je im Reich der leisen Töne gesehen hat. Paris ist anders als Wien. Hier liebt man das Elegante, das Feine. Chopins Spiel, sein Anschlag. Seine Art, das Klavier singen zu lassen. Das ist genau das, was die Pariser hören wollen. Bald ist er der Liebling der Salons. Die reichsten Familien reißen sich um ihn als Klavierlehrer. Er verdient gut, sehr gut sogar. Er kleidet sich modisch, trägt weiße Handschuhe. Wohnt in einer schönen Wohnung. Er lebt das Leben eines Gentleman. Aber er spielt kaum öffentliche Konzerte. Die großen Säle sind ihm zu laut, zu unpersönlich. Höchstens 30 Mal in seinem ganzen Leben tritt er vor großem Publikum auf. Er liebt die kleinen Salons, wo man ihm zuhört, wo die Kerzen flackern und die Menschen atemlos still sind. Dort kann er spielen, wie er will. Leise, zart, mit all den Nuancen, die seine Musik so besonders machen. Kapitel 5 – Die Begegnung mit George Sand. 1836, auf einer Party in Paris, sieht er sie zum ersten Mal. Sie ist klein, dunkelhaarig. Sie trägt Männerkleider, Hosen und einen Rock darüber. Und sie raucht Zigarren. Für eine Frau damals ist das unerhört. Ihr Name ist George Sand, eigentlich Aurore Dudevant. Eine berühmte Schriftstellerin. Chopin ist abgestoßen. Er geht zu Liszt und flüstert: Ist das wirklich eine Frau? Er kann sich nicht vorstellen, mit so einer Frau etwas zu tun zu haben. Ein paar Monate später treffen sie sich wieder. Diesmal trägt sie ein weißes Kleid mit einem roten Gürtel. Die polnischen Nationalfarben. Jemand hat ihr erzählt, dass Chopin Polen liebt. Und sie hat verstanden. Diesmal ist Chopin fasziniert. Sie reden, sie lachen. Und bald sind sie unzertrennlich. George Sand ist 6 Jahre älter als Chopin. Sie hat 2 Kinder, ist verheiratet, aber getrennt von ihrem Mann. Sie schreibt Romane, in denen sie für die Freiheit der Frau kämpft. Sie ist stark, selbstbewusst, willensstark.
Chopin ist zart, kränklich, oft melancholisch. Es ist, als würden sich zwei Welten treffen. Aber genau das hält sie zusammen. Sie wird seine Geliebte, seine Pflegerin, seine Beschützerin. 9 Jahre werden sie zusammenbleiben. Mit Unterbrechungen, mit Höhen und Tiefen. Es ist die längste und wichtigste Beziehung in Chopins Leben. Kapitel 6 – Der Winter auf Mallorca. 1838 machen sie einen Plan. Chopin hustet viel. Die Ärzte sagen, er braucht warme Luft. Also fahren sie nach Mallorca. Eine Insel im Mittelmeer. Wo es im Winter warm sein soll. Es wird eine Katastrophe. Zuerst ist alles wunderschön. Chopin schreibt begeisterte Briefe. Der Himmel ist wie Türkis. Das Meer wie Smaragd. Die Luft wie im Himmel. Aber dann beginnt es zu regnen. Es regnet wochenlang ohne Pause. Die Unterkunft, die sie gemietet haben, ist feucht und kalt. Die Wände triefen vor Nässe. Chopin hustet immer mehr. Eines Tages kommt ein Arzt. Er untersucht Chopin, horcht ihn ab. Und dann sagt er das Schreckliche: Tuberkulose. Die Einheimischen bekommen Angst. Tuberkulose ist ansteckend. Wer sie hat, wird gemieden. Der Vermieter wirft sie raus. Niemand will sie aufnehmen. Sie finden Zuflucht in einem verlassenen Kloster. Der Kartause von Valdemossa. Die Mönche sind lange weg, die Zellen sind groß, aber kalt. Keine Heizung, keine richtigen Fenster. Das Klavier, das sie aus Paris haben kommen lassen, kommt erst nach Wochen an. Und es ist miserabel, verstimmt, mit kaputten Saiten. Trotz allem komponiert Chopin hier. Es entstehen seine berühmten 24 Präludes. Eines für jede Tonart. Eines davon, das Regentropfenprälude, soll entstanden sein, während der Regen gegen die Fenster trommelte. Man hört die Tropfen in der Musik. Ein Ton wiederholt sich immer wieder. Wie ein leises, melancholisches Klopfen. Der Regen fällt, draußen und drinnen. George Sand schreibt später ein Buch über diese Zeit. Sie schimpft auf die Mallorquiner, die sie so schlecht behandelt haben. Aber sie beschreibt auch die Schönheit der Insel. Die Stille des Klosters. Die Nächte, in denen Chopin spielte. Während draußen der Sturm tobte. Seine Musik war voll von all dem, schreibt sie. Vom Regen, vom Wind, von der Einsamkeit. Nach 3 Monaten müssen sie fliehen. Chopin ist todkrank. Er hustet Blut, kann kaum noch atmen. Sie nehmen ein Schiff zurück nach Barcelona. Dann weiter nach Massy. Der Traum von Mallorca ist ausgeträumt. Kapitel 7 – Die Jahre in Nohant. Zurück in Frankreich. Verbringen Sie die Sommer oft auf dem Landsitz von George Sand in Nohant. Das ist das Gegenteil von Mallorca. Hier ist es ruhig, friedlich, sicher. Chopin hat ein eigenes Zimmer mit einem guten Klavier. Die Kinder spielen im Garten. George sitzt in ihrem Arbeitszimmer und schreibt an ihren Romanen. Abends sitzen sie zusammen, lesen, reden, musizieren. Diese Sommer sind die produktivsten in Chopins Leben. Hier entstehen viele seiner größten Werke. Die Balladen, die Scherzi, die Polonesen. Die Sonate mit dem berühmten Trauermarsch. Die Musik fließt nur so aus ihm heraus. Er braucht nur wenig Zeit. Manchmal schreibt er ein ganzes Stück. An einem einzigen Nachmittag. Die Kinder von George, Maurice und Solange mögen Chopin. Besonders Solange, die Tochter, ist ihm zugetan. Sie bringt ihm Blumen. Hört ihm zu, wenn er spielt. Aber die Beziehung ist nicht immer einfach. Maurice wird älter und eifersüchtig auf den Mann.
der seine Mutter so sehr beschäftigt. Und George selbst hat manchmal genug von der Rolle der Krankenschwester. Chopin ist anstrengend. Er ist oft krank, oft schlecht gelaunt, oft melancholisch. Trotzdem, es sind glückliche Jahre. Chopin schreibt die schönsten Nocturnes, die zartesten Walzer. Seine Musik ist voller Poesie, voller Sehnsucht. Voller jener Mischung aus Melancholie und Schönheit, die niemand so kann wie er. Die Pariser nennen ihn längst den Dichter am Klavier. Kapitel 8 – Das Ende einer Liebe. 1847 kommt der Bruch. Solange, Georges Tochter, will heiraten. Der Mann, den sie liebt, heißt Auguste Clesinger. Er ist Bildhauer, aber George traut ihm nicht. Sie ist gegen die Heirat. Chopin hingegen unterstützt solange. Er findet, sie soll selbst entscheiden. Es gibt Streit. Böse Briefe werden geschrieben. Vorwürfe fliegen hin und her. George schreibt einen Roman, Lucrezia Floriani. Darin geht es um einen schwachen, kränklichen Künstler, der von einer starken Frau gepflegt wird. Eine Frau, die sich am Ende von ihm befreit. Alle in Paris wissen, das ist Chopin. Die Freunde sind empört. Chopin selbst sagt nur, sie hat mich nicht erkannt. Das letzte Treffen ist zufällig. Chopin geht durch die Straßen von Paris. Und auf einmal sieht er George. Sie sieht ihn auch. Einen Moment lang zögern beide. Dann geht George weiter. Kein Wort. Kein Gruß. Die 9 Jahre sind vorbei. Chopin ist am Boden zerstört. Er spricht kaum noch von ihr. Aber in seiner Musik hört man die Trauer. Die Stücke, die er jetzt schreibt, sind dunkler, schmerzlicher. Seine Gesundheit wird immer schlechter. Er hustet mehr, kann kaum noch schlafen, hat Fieber. Aber er komponiert weiter. Als wüsste er, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Kapitel 9 – Die letzten Jahre. 1848 geht Chopin nach England und Schottland. Eine Schülerin, Jane Stirling, hat ihn eingeladen. Sie bewundert ihn, vielleicht liebt sie ihn sogar. Sie organisiert Konzerte, kümmert sich um alles. Aber das Klima ist schlecht. Es ist kalt, neblig, nass. Das Publikum ist anders als in Paris. Die Engländer sind höflich. Aber sie verstehen seine Musik nicht wirklich. Er spielt noch einmal für Queen Victoria. Er gibt Konzerte in London, in Manchester, in Glasgow. Aber er spürt, wie die Kräfte schwinden. Er kann kaum noch gehen, kaum noch essen. Im November ist er zurück in Paris. Aber es ist zu spät. Er kann nicht mehr arbeiten. Kann kaum noch das Bett verlassen. Die Freunde kommen zu Besuch. Aber er ist zu schwach für lange Gespräche. Meistens liegt er nur da und starrt an die Decke. Seine Schwester Ludwika kommt aus Warschau, um ihn zu pflegen. Sie bringt etwas mit. Den silbernen Becher mit der polnischen Erde. Chopin lächelt, als er ihn sieht. Er nimmt den Becher in die Hand, hält ihn fest. Die Erde aus der Heimat. Kapitel 10 – Das letzte Kapitel. Der 17. Oktober 1849. Chopin liegt in seiner Wohnung in der Place Vendôme. Es ist einer der vornehmsten Plätze von Paris. Draußen fahren die Kutschen vorbei. Aber drinnen ist es still. Um ihn herum sind Freunde. Dichter, Maler, Musiker. Einer zeichnet ihn im Bett. Die Zeichnung zeigt einen Mann mit müden Augen, eingefallenen Wangen, einem traurigen Mund. Man sieht, dass es bald zu Ende geht. Gegen 2 Uhr morgens wird es noch stiller. Die Freunde beten. Sie knien neben dem Bett. Chopin öffnet noch einmal die Augen. Er flüstert etwas.
Manche sagen später, es war. Sie hat gesagt, ich dürfte nur bei ihr sterben. Vielleicht meint er George Sand. Vielleicht ist es nur ein Traum. Dann ist er still. Er ist 39 Jahre alt. Die Beerdigung ist riesig. Tausende kommen. In der Madeleine-Kirche in Paris, wo die Reichen und Schönen sich die Ehre geben, wird er aufgebahrt. Mozarts Requiem wird gesungen. Und seine eigene Trauermusik erklingt. Der Trauermarsch aus der Klaviersonate, den jeder kennt. Die Menschen weinen. Dann bringt man ihn zum Friedhof Père-Lachaise. Dort liegt er noch heute. Aber sein Herz, das bleibt nicht in Paris. Er hat es seiner Schwester Ludwika gegeben. Mit einer Bitte, bring es nach Polen. Ludwika versteht. Sie versteckt das Herz in einem Glas mit Alkohol und bringt es heimlich nach Warschau. Durch Grenzen, durch Kontrollen, durch Gefahren. Heute ist das Herz in der Heiligkreuzkirche in Warschau. Es ist eingemauert in einer Säule. Auf der Tafel steht ein Satz aus der Bibel. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Epilog, was bleibt? Frédéric Chopin hat fast nur für das Klavier geschrieben. 2 Klavierkonzerte, Sonaten, Balladen, Nocturnes, Präludes, Etudes, Walzer, Mazurken, Polonesen. Jedes Stück ist eine Welt für sich. Jedes zeigt eine andere Seite seiner Seele. Er war der Dichter des Klaviers. Seine Musik ist voller polnischer Sehnsucht, voller Pariser Eleganz. Voller jener Mischung aus Leichtigkeit und Schmerz, die das Leben ausmacht. Er hat das Klavier neu erfunden. Vor ihm klang es oft nur laut oder schnell. Bei ihm lernte es zu singen, zu flüstern, zu weinen. Er zeigte der Welt, dass das Klavier nicht nur ein Instrument ist. Es ist eine Stimme. Eine menschliche Stimme. Robert Schumann, ein anderer großer Komponist, schrieb über ihn: Hut ab, ihr Herren, ein Genie. Und einmal sagte er den berühmten Satz: Wenn der mächtige, gewaltige Monarch, der nordische Beethoven, die Massen des Volks versammelt, so führt der zarte, kränkliche Chopin die einzelnen Freunde in sein Gemach und vertraut ihnen sein Leid und sein Geheimnis. Chopin selbst sagte einmal: Einfachheit ist das letzte Ziel. Wenn man unendlich viele Noten gespielt hat, dann kommt die Einfachheit als die Krönung der Kunst. Er hatte recht. Seine Musik ist einfach und tief zugleich. Sie kommt direkt aus dem Herzen und geht direkt ins Herz. Und solange es Menschen gibt, die Klavier spielen, wird Chopins Musik weiterleben. Frédéric Chopin. 1. März 1810, 17. Oktober 1849. Das Herz, wo dein Schatz ist.